Name ist Jonas Behringer und zwar gehöre ich zum Weingut Behringer am Zwind. Wir bewirtschaften eine ca. 23 Hektar Rebfläche. Wir sind auch hier in den Weinbergen, wo ich auch meinen Chef dabei habe, mein guter Helfer, mit dem ich draußen die Weinberge hauptsächlich bewirtschafte. Weinbau ist es so, man hat natürlich, wenn man sich einen Schlepper sagt oder Bulldog und so einen Flacken sagt man auch dazu, wenn man einen kauft, hat man normale Ausstellungen vom Weinbergschlepper wie den. Aber ich sag mal, die Lichtverhältnisse sind relativ bescheiden, wenn man auch nachts arbeiten möchte, für was auch Licht da ist. Und dann kam ich einfach auf die Idee, hey, ich möchte eigentlich, wenn ich nachts auch arbeite, auch mehr sehen. Was gibt es für Alternativen? Klar, mehr Licht. Und da bin ich auf die Laserlens gestoßen, dass man die vielleicht nachrüsten könnte. Und zwar nicht nur habe ich die Originalen oben ausgetauscht, sondern sogar 2 zusätzliche hinzugefügt. Einfach, dass ich die Lampen drauf abgestimmt habe auf meine Arbeitstätigkeit im Weinberg. Und somit habe ich nicht zur Laserlens gestoßen. Also ich würde mal kurz weiter rübergehen zum Bulldog. Und zwar ganz wichtig, klar, man will oben was sehen. Ich habe oben in der Mitte einen Flutscheinwerfer. Einfach, dass ich geradeaus was sehe, weil normalerweise im Weinberg, die Zeilen sind geradeaus, sind gerade, das heißt, ich muss gerade sehen können. Ich bewirtschafte auch bei mir 17 Hektar Unterstock herbizidfrei. Ich mache Bodenbearbeitung, das heißt, da ist der Schlepper, da ist der Zwischenachsbereich, wo ich noch arbeiten möchte. Problem ist, da gibt es keine Lichter. Und somit habe ich auch links und rechts 2 Lichter installieren lassen, die einfach in diesen Arbeitsbereich scheinen und somit einfach auch dieser Arbeitsbereich nachts ausgeflutet ist, dass ich auch optimal arbeiten kann. Und im Heckbereich habe ich auch noch 2 Lichter installiert. Einmal klar, ich möchte nach hinten schauen, wenn auch wieder mal Pflanzenschutz ansteht oder auch andere Heckarbeiten. Haben wir 2 Stück installiert. Eine Flutscheinwerfer nach hinten und ein Streuscheinwerfer, der einfach Licht gleich in den Schlepper streut, dass ich auch sehe, was hinter dem Schlepper gleich direkt in der Maschine abläuft. Tagsüber, Gott, da brauche ich sie nicht, also tagsüber weniger, aber klar, nachts, wenn ich fahre. Das heißt, Pflanzenschutz, was ich schon vorher mal kurz angesprochen hatte, ist einfach wirklich nützlich, wenn ich auch einfach Klimawandel ist da. Tagsüber spritzt es meistens so heiß wegen Verbrennungen, sondern ich muss auch immer häufiger in kurzen Zeitfenstern nachts ausrücken. Wenn ich auch nachts was sehe, haben die Laserlens einfach durch ihre riesige Treuweite, was sie einfach mit sich bringen, einfach profitiert, dass ich draußen fahren kann. An sich ja, einfach, ich habe ja schon gesagt, Arbeitsspitzen wegen Klimawandel wird immer kürzer, vor allem auch im Weinbau. Das heißt, tagsüber oft zu Temperaturen, dass ich draußen arbeiten kann. Deswegen, wenn die Nachtarbeiten, sag mal, immer mehr meine Nachtphasen, wenn ich fahren muss. Und ich meine, eine gute Ausbildung in der Nacht und auch im Segelsfahren sind einfach gewährleisten, dass ich gute Lichter brauche. Und auf jeden Fall werde ich auch ein paar andere Schlepper von mir ausrüsten mit diesen Lampen.